In diesem Video bauen wir 2 bionische Greifer. Den ersten Greifer kennt man von Festo. Die Greiferbacke ist so konstruiert, dass sie sich um das zugreifende Teil schmiegt. Bis auf die Greiferbacken ist alles gleich wie beim bisherigen Greifer. Die Greiferbacken sind aus TPU gedruckt, der Rest aus PLA. Dann wollen wir das Ganze mal testen. Funktioniert doch ganz gut. Aber warum sollte man etwas von der Natur kopieren, wenn man auch einfach einen ganzen Greifer von der Natur herstellen lassen kann? Diese Krebszange habe ich im Urlaub am Strand gefunden. Daraus werden wir jetzt einen Greifer für den Roboter bauen. Erstmal den überflüssigen Kladderadatsch abschneiden. Weil das ziemlich stinkt, habe ich das am Fenster gemacht. Damit wir die Krebszange bewegen können, müssen wir da eine Verlängerung reinwursteln. Weil ich leider keine CAD-Datei zu der Krebszange mitbekommen habe, hat es ein paar Iterationen gebraucht, bis der richtige Stab konstruiert war. Dann können wir den auch schon mit Heißkleber in die Krebszange einkleben.
Noch ein kurzer Funktionstest mit dem Servomotor. Weil die Krebszange leider keine rechten Winkel hat, hat auch die Einfassung ein paar Iterationen gebraucht. Dann müssen wir da noch irgendwie den Servomotor reinwursteln und festschrauben. Nachdem es alles zu funktionieren scheint, können wir die Krebszange einkleben. Damit ich mir nicht alles mit Heißkleber verschmiere, habe ich das vorher sorgfältig abgeklebt. Wunderbar! Wunderschön! Dann noch kurz an dem Roboter schrauben und testen. Wie dieser Test zeigt, funktioniert der Greifer hervorragend. Ein großes Dankeschön an meine Schwester für das Einsprechen des Textes.